In der letzten Folge haben wir begonnen, Güter zu produzieren, um damit zu handeln und unsere Stadt damit zu versorgen. Und nun wollen wir schauen, was unsere Bürger zu ihrer Weiterentwicklung benötigen. Jetzt wird eine weitere Unterhaltungsstätte benötigt. Mit dem Theater haben wir die erste Unterhaltungseinrichtung gebaut und die nächste Stufe wäre das Amphitheater. Beim Bau des Amphitheaters wird uns mitgeteilt, dass wir noch eine Gladiatorenschule bauen sollen, um Kämpfe auszurichten. Allerdings arbeitet das Amphitheater auch mit Schauspielern, sodass unsere Gebäude sich jetzt schon weiterentwickeln, obwohl noch keine Gladiatorenschule gebaut ist. So, hier sehen wir zum Beispiel, unsere Gebäude entwickeln sich weiter zu der kleinen Insula. Wenn wir das Amphitheater anklicken, können wir sehen, dass zwar Theateraufführungen mit Schauspielern aufgeführt werden, aber Zuschauer noch mehr begeistert werden können, wenn Gladiatoren dort kämpfen. Aus diesem Grund werden wir entsprechend auch jetzt eine Gladiatorenschule bauen. Wenn wir jetzt auf unsere Spezialkarte gehen, Unterhaltung und auf Amphitheater, können wir sehen, wie hier unsere Gladiatoren zu der Spielstätte gehen und auch die Schauspieler. Und alle Gebäude haben einen entsprechenden Zugang zum Amphitheater. Da ich jetzt die Geschirrproduktion für den Export beginnen möchte, fülle ich jetzt hier die restliche Fläche mit den Parzellen auf, sodass wir einen ganzen Block mit Häusern später haben werden. Ich habe die Karte jetzt gedreht und werde in unserem kleinen Handelsbezirk hier die Geschirrproduktion für den Export beginnen. Unsere Geschirrproduktion für den Export läuft jetzt und ich kann jetzt im Handelsberater entsprechend die Anweisung geben, Geschirr zu verkaufen, und wir möchten gerne 8 Einheiten immer in der Stadt haben, damit wir eine entsprechende Grundversorgung von Geschirr haben. Unsere Stadt entwickelt sich weiterhin prächtig und ich werde jetzt mal ein paar Plätze noch errichten, damit wir überall eine gute Attraktivität haben. So, alle Gebäude haben sich jetzt zu der kleinen Insula entwickelt. Unsere Bürger brauchen ein neues Produkt, nämlich Möbel. Ich werde jetzt eine kleine Möbelproduktion entsprechend errichten. Unsere kleine Holzproduktion läuft hier mit dem Sägewerk und hier haben wir die beiden Möbelfabriken. Hier ist das Lagerhaus, was ich wieder nur für Möbel eingestellt habe, und ich werde wieder beim Handelsberater Möbel auf Hamstern setzen. Jetzt warten wir, bis wir ein paar Möbel in unseren Lagerhäusern haben. Mittlerweile muss der Markt relativ viel Häuser und entsprechende Einwohner versorgen. Noch ist alles gut versorgt, allerdings bei so großen Stadtbezirken, die schon so weit entwickelt sind, baue ich immer noch einen zweiten Markt, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Den setze ich dann jetzt mal hier hin. Mit dem zweiten Markt leert sich auch allmählich unser erstes Silo hier. Das heißt, das werden wir jetzt weiter im Auge behalten und gegebenenfalls neue Farmen errichten. Wir können auch noch mal hier bei unserem obersten Berater gucken, dass unsere Vorräte jetzt noch für 5 Monate reichen, und wir sehen, dass, außer dass wir 2 Angestellte benötigen, alles relativ gut aussieht in unserer Stadt. Wir schauen mal nach unseren Finanzen. So, und jetzt können wir natürlich sehen, dass wir gute Gewinne machen, also mit den Handelserlösen und den Steuereinnahmen haben wir relativ gutes Einkommen. Wir haben jetzt einige Möbel im Lagerhaus und ich gebe die jetzt frei. Mittlerweile habe ich mal nach unseren Göttern gesehen und leider haben wir sie ziemlich vernachlässigt
Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ganz schnell ein Fest zu Ehren Ceres geben. So, ich glaube, unsere Marktfrau kauft die ersten Möbel. Jawohl. Und wir sehen, dass sich unsere Gebäude weiterentwickeln mit den ersten Möbeln, nämlich hier die mittlere Insula. Diese benötigt jetzt eine Bildungseinrichtung, nämlich eine Bibliothek. Wir haben ja eine Schule gebaut und nun als zweite Stufe die Bibliothek. Die finden wir hier und die werden wir hier entsprechend neben den Markt platzieren. Jetzt, wo auch noch mehr Siedler in unsere Stadt ziehen und wir genug Arbeitskräfte haben, werden wir nochmal für alle Gottheiten Tempel bauen. Fest. Ja, und Venus ist leider etwas böse. Da haben wir leider zu spät reagiert und wir haben jetzt eine etwas schlechtere Stimmung in der Stadt. So, die mittlere Insula. Unsere Bürger benötigen nun einen Barbier. Den Barbier finden wir wieder hier bei den Gesundheitseinrichtungen und wir setzen einen Barbier hier direkt am Senat. Mit zunehmenden Bürgern in unserer Stadt müssen wir auch unsere Nahrungsmittelproduktion anpassen. Ich baue nochmal 2 Weizenfarmen auf. So, mit dem Barbier in der Stadt müssten unsere Bürger eigentlich zufrieden sein. Mal schauen, was sie als nächstes brauchen. Wir brauchen das dritte Produkt, nämlich Öl. Für unsere Olivenölproduktion benötigen wir als Rohstofflieferant die Olivenfarm. Die finden wir hier. Und die platzieren wir genau hier rein. Und 2 Olivenpressen. Hier werde ich jetzt kein extra Lagerhaus bauen, weil wir haben hier, wo die Möbel sind, noch genug Platz. Da werde ich einfach jetzt auch Öl annehmen lassen und wir schauen mal, wie die Entwicklung ist. Ab und zu sollten wir unsere Märkte immer kontrollieren, ob genügend Waren dort vorhanden sind. Das sieht sehr gut aus hier und der andere Markt ist auch gut gefüllt. So, wir haben jetzt einiges an Öl in unserem Lagerhaus. Ich gebe mal wieder diese Ware frei. Und wir schauen, was passiert. So, unsere Marktfrau ist schon unterwegs, hat Öl jetzt gekauft. Im Markt haben wir jetzt 200 Einheiten. Und wir sehen, wie unsere Wohngebäude sich weiterentwickeln, nämlich zu den großen Insulas, die jetzt etwas mehr Attraktivität haben möchten. Ich werde jetzt nochmal hier alles mit Plätzen zubauen, damit wir hier eine ganz hohe Attraktivität haben. Die großen Insulas möchten jetzt eine weitere Unterhaltungseinrichtung haben. Bevor wir unsere Gebäude jetzt weiterentwickeln zur letzten Stufe, nämlich den herrschaftlichen Insulas, werden wir unsere Stadt mit einem neuen Stadtgebiet erweitern. Dafür habe ich die Karte jetzt gedreht und ich werde hier in diesem Bereich ein neues Stadtgebiet aufbauen, genauso wie das alte, um somit auch Zugang zu unserem Fluss hier zu bekommen, um die Seehandelsrouten zu aktivieren, um auch dort entsprechend Handel zu betreiben. Dann baue ich jetzt mal das neue Stadtgebiet auf. Im Grundaufbau ist nun unser neues Stadtviertel fertig und es ist vollkommen autark, also es hat keine Verbindung zu dem ersten Stadtgebiet. Das heißt, dass wir auch alle Dienstleistungsgebäude und Versorgungsgebäude natürlich errichten müssen, wie bei dem ersten Stadtgebiet. Daher fange ich jetzt an, unsere Nahrungsproduktion entsprechend aufzubauen.
Unser neuer Stadtteil hat jetzt auch seine Tempel und das erste Silo ist gut gefüllt und der Markt ist auch schon entsprechend errichtet worden, sodass die Entwicklung jetzt weitergehen kann. So, nun werden wir die restlichen Handelsrouten eröffnen, nämlich die nach Capua und die nach Rom. Und werden jetzt entsprechend ein Dock bauen. Hier kommt direkt schon die Meldung, wenn wir halt eine Seehandelsroute eröffnet haben, aber keinen Dock haben. Das Dock finden wir hier unter den Ingenieursgebäuden und das setzen wir jetzt hier hin. Bei dem Dock und auch den Seehandelsrouten habe ich immer ein entsprechendes Schema. Ich baue immer an das Dock ein Lagerhaus, in dem ich alle Güter lagern möchte, mit denen ich entsprechend handeln möchte. Warum ist das so? Wenn ein Schiff anlegt von unserem Handelspartner, wird der Karrenschieber in die Stadt gehen und dort Waren suchen, die exportiert werden sollen. Das macht er so lange, bis er alle Waren entsprechend gefunden hat. Das kann bei einer großen Stadt aber sehr lange dauern, bis er diese Waren alle entsprechend zum Dock gebracht hat. Hat man mehrere Handelsrouten, kann es sein, dass die anderen Handelspartner extrem lange warten müssen und man eigentlich Exportgewinne minimiert, weil einfach zu lange gewartet werden muss, bis die Ware am Dock ist. Deswegen baue ich immer ein Lagerhaus direkt am Dock und das stelle ich dann entsprechend ein, was ich gerne exportieren will. Und das wäre in dem Fall Geschirr und Waffen. Jetzt gibt es eine Besonderheit bei Caesar 3, weil ich habe hier in meinem neuen Stadtgebiet nicht die Möglichkeit, Waffen zu produzieren. Mir fehlen einfach die entsprechenden Rohstoffe, nämlich Eisenerz. Ich kann aber hier Waffen auf Ware fordern stellen. Und das Besondere ist, Warenhäuser brauchen keine Straßenanbindung untereinander, um Waren auszutauschen, im Gegensatz zu Silos. Das heißt also, wenn jetzt dieses Warenhaus in Funktion ist, wird ein Karrenschieber von dem Warenhaus, was ich mit Waffen gefüllt habe, nämlich dieses hier, sofern Waffen natürlich da sind, einen Karrenschieber schicken, um hier entsprechend Waffen einzulagern. Und er läuft dann wirklich querfeldein, um dieses Lagerhaus zu bedienen. Ganz wichtig, auch für die Versorgung anderer Güter, Lagerhäuser brauchen keine Straßenanbindung, um untereinander Waren auszutauschen. So, neben den Waffen möchte ich ja auch gerne noch Geschirr entsprechend jetzt exportieren hier an meinen Dock und von daher werde ich jetzt natürlich die Geschirrproduktion noch ankurbeln. Natürlich könnte ich jetzt noch ein Warenhaus bauen und das gleiche machen wie bei den Waffen. Allerdings ist die Ausbeute nicht so hoch, weil der Karrenschieber nur eine bestimmte Menge an Waren transportieren kann und über eine längere Entfernung werden natürlich nicht sehr viel Güter in dem Lagerhaus sein, die dann exportiert werden können. Natürlich ist es besser, wenn ich die Ware direkt vor Ort produziere. Deswegen werde ich jetzt hier eine Geschirrproduktion aufbauen, auch weil ich dieses für die Entwicklung meines neuen Stadtgebietes brauche. So, hier sind unsere ersten Handelsschiffe. Das klicke ich jetzt mal an und wir sehen das Handelsschiff aus Rom. Und das Besondere an den Handelsschiffen ist, dass sie 12 Einheiten haben, also mehr wie die Landhandelsrouten, die nur 8 Einheiten haben. Ansonsten ist es alles gleich. Und wichtig ist auch, dass wenn ihr Brücken über den Fluss bauen möchtet, wo Handelsrouten entlang gehen, also Seehandelsrouten, dass ihr dann eine Schiffsbrücke verwendet. Sonst kommen die Schiffe da nicht durch. So, und hier sehen wir jetzt unseren armen Karrenträger, der jetzt Waffen, ja, hier ist er,
Waffen von dem einen Lagerhaus zu dem anderen transportiert, obwohl beide nicht mit einer Straße verbunden sind. So, und jetzt haben wir hier 5 Einheiten Waffen, die jetzt natürlich entsprechend verkauft werden können. Und wir sehen auch, dass so eine Entwicklung eines schon komplett bebauten Stadtbezirk natürlich länger dauert, als wenn wir das nur in einzelnen Parzellen machen. Von daher werde ich jetzt hier auch nochmal einen zweiten Markt bauen, damit hier einfach eine schnellere und bessere Versorgung gewährleistet ist. Hier habe ich jetzt ein neues Lagerhaus errichtet. Das werde ich jetzt einstellen, nämlich, dass es mir Waren fordert, nämlich Öl und Möbel für die spätere Entwicklung. Das will ich jetzt hier nicht selber herstellen, weil wir in den anderen Warenhäusern eigentlich schon mehr als genug haben. Wir gucken mal eben. Ja, wir sehen hier ist relativ viel an Öl und auch an Möbeln. Ich denke mir, das reicht. Ansonsten könnte man auch hier noch die Produktion etwas erweitern. So, wir sehen schon, es sind schon 4 Öleinheiten jetzt dort. Hier sehen wir den Karrenschieber, wie der wirklich über die grüne Wiese geht. So, mit den Kultureinrichtungen muss ich natürlich auch die Spezialgebäude bauen, weil es ja keine Verbindung zwischen den beiden Stadtbezirken gibt. Also muss ich hier eine Künstlerkolonie errichten. Ja, 2000 Bürger haben wir jetzt mittlerweile in unserer Stadt. Unser neues Stadtgebiet entwickelt sich auch sehr gut. Wir haben, wie gesagt, die nötigen Dienstleistungsgebäude wie Badehaus, Schulen und Bibliothek gebaut und auch Theater. Wir bauen jetzt noch das Amphitheater, um halt eine weitere Entwicklung zu ermöglichen. Dafür brauchen wir natürlich wieder die Gladiatorenschule. Interessanterweise werden diese Parzellen hier nicht besiedelt. Das kann natürlich ein Bug von dem Spiel sein, das weiß ich natürlich nicht. Aber sobald wir die großen Insulas haben, also diese hier, haben die sowieso eine Größe von 2×2, sodass diese Felder entsprechend auch dann ausgefüllt werden. Ich habe mir jetzt beschlossen, doch noch eine kleine Möbelproduktion hier zu etablieren. So, wir sehen, unser neues Stadtviertel hat sich jetzt genauso prächtig entwickelt wie das erste. Und wenn wir jetzt genug Arbeitskräfte haben, werden wir unser Kolosseum bauen. So, ich denke mal, wir haben jetzt genug. Ich verwende jetzt hier einen kleinen Trick, was das Kolosseum betrifft. Ich setze es genau jetzt hier rein. Und es hat Verbindung zu beiden Stadtgebieten. Einmal zu hier und einmal zu dem hier. Und wir müssen natürlich jetzt für das Kolosseum Löwenhäuser bauen. Das baue ich einmal hier hin, aber wir müssen natürlich hier auch noch ein Löwenhaus bauen, damit ein Kolosseum beide Stadtgebiete versorgen kann. Das ist natürlich ein kleiner Trick, den man hier machen kann, so dass ich nur ein Kolosseum für beide Stadtgebiete errichten muss. Ja, unser erstes Kolosseum ist jetzt voll funktionsfähig und damit haben wir natürlich jetzt die nächste große Unterhaltungseinrichtung. Und wir klicken jetzt mal unsere Gebäude an und gucken, was wir für die nächste Entwicklung brauchen. So, Sie brauchen jetzt eine zweite Nahrungsmittelart, um sich weiterzuentwickeln. Wir können jetzt entweder zum Beispiel Obst anbauen oder wir können auch Nahrungsmittel importieren. Ich würde jetzt hier Nahrungsmittel importieren, weil nämlich beide Silos relativ voll sind und wir auch mehr als genug Geld erwirtschaften, um unsere ersten Produkte auch mal zu importieren. Dafür muss ich natürlich dieses Lagerhaus hier auf Gemüse annehmen stellen. Und ich muss natürlich in meinem Handelsberater Gemüse importieren. So,
Jetzt wird entsprechend Gemüse hier eingelagert. Ich würde jetzt hier Folgendes machen. Ich würde jetzt hier, das ist relativ voll schon, das Silo. Ich baue jetzt mal hier ein neues Silo. Das neue Silo wird jetzt mir nur Gemüse fordern, ja, sodass die Nahrungsmittel, die hier importiert im Lagerhaus stehen, natürlich direkt zum Silo gebracht werden. Für das andere Stadtgebiet überlege ich mir Folgendes. Und zwar werde ich jetzt hier 2 Weizenfarmen entfernen und werde hier 2 Obstfarmen errichten. So, dann werde ich hier nochmal ein neues Silo errichten und werde das nur für Obst entsprechend einstellen. So, wir sehen, das erste Gemüse hier, unser Karrenträger, ist importiert worden und bringt das direkt in das Silo. Also erst ins Lagerhaus, also importierte Ware muss immer erst ins Lagerhaus. Und weil Gemüse im Silo auf Fordern steht, wird direkt das Gemüse in das Silo gebracht. Weil Marktfrauen ja nicht vom Lagerhaus entsprechend Lebensmittel kaufen. So, und wir sehen hier die herrschaftliche Insula, die jetzt eine zweite Nahrungsmittelart, nämlich Gemüse, bekommen hat. Das ist die letzte Stufe unserer Insulas, also die Wohnstätte der Plebejer. Und die nächste Stufe wäre die Villa. Das ist aber ein ganz anderes Thema und das werde ich im nächsten Tutorium euch zeigen. Ich sage Tschüss, euer Dominus.